Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich war gestern tatsächlich für, keine Ahnung, ich lag vielleicht für 10 Minuten oder so in der Sonne. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt auf der Kamera jetzt so rüberkommt, aber ja, auf jeden Fall sehe ich jetzt aus wie Trump in seinen besten Tagen. Ja, das Nachtschattengewächs war mal wieder draußen unterwegs. Ja, und man sieht, es reicht jetzt auch wieder für den Sommer, war auch wieder genug Sonne dieses Jahr auf jeden Fall abbekommen. Also, ja. Keine Ahnung, also wenn man halt nur Nachtschicht hat und sonst generell eigentlich eher weniger Tageslicht sieht, dann ja, wird die Haut, denke ich mal, relativ empfindlich und keine Ahnung, 10 Minuten und dann sieht das Ganze schon so aus. Ich weiß gar nicht, ob es so rüberkommt, aber ja, im Hintergrund sehen wir gerade, dass ich neues Epic gefunden habe hier in der Quest. Generell haben wir jetzt heute Montag der letzte Tag des Fünffach-Events, des Pfingst-Events. Und ich hoffe, ihr habt eure Zeit über Pfingsten hier gut genutzt. Also es war ja wieder sehr profitabel auf jeden Fall. Über Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, über 4 Tage lang Fünffach-Event. Das hat auf jeden Fall gut reingeschallert, würde ich mal behaupten. Und auch bei mir, muss ich sagen, hat das ganz gut, habe ich ganz gut Fortschritte gemacht. Leveltechnisch zwar nicht so. Oh, das kommt gelegen hier, weil ich wollte sowieso gucken nach Ausdauertränken. Nice. Leveltechnisch zwar nicht so wirklich, aber ja, ich bin jetzt hier auf der Hälfte zu 515. Aber goldtechnisch habe ich da auf jeden Fall einiges wieder auch zusammenbekommen. Bin jetzt hier auch bald bei 55.000 Ausdauer. Insgesamt, ja, das ist schon ziemlich nice. Ich gucke gleich nochmal, was ich da für ein neues Epic gefunden habe. Insgesamt muss ich sagen, zu der Epic-Fundrate, das sehe ich auch auf meinem Discord-Server. Falls ihr da noch nicht seid, könnt ihr gerne joinen. Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Da tauschen sich auch ganz viele Leute immer aus, die ganz regelmäßig, auch unabhängig von irgendwelchen Events, irgendwelche Epics finden. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Fundchance von Epics so ein bisschen nach oben gegangen ist irgendwie so. Keine Ahnung, ob das nur, weiß ich nicht. Es ist gefühlsmäßig, ist es auf jeden Fall der Fall, denke ich mal. Weil halt sehr viele Leute auch Waffen finden und halt generell mehr Epics und sowas alles. Und ihr seht es ja an mir selbst, dass ich da relativ viel Glück habe in letzter Zeit. Und ich habe jetzt über die Feiertage jetzt hier, glaube ich, 3 epische Gegenstände gefunden über Quests, ja. Und im Shop habe ich, glaube ich, auch 1 gehabt, irgendwie 1 oder 2, ohne zu blättern halt. Aber die waren halt so, an sich waren die halt nicht gut so, ne. Ja, und jetzt sehen wir hier wieder leider ein nicht so gutes Beispiel davon. Es ist zwar ein schönes Item, plus 38 Stats, ist nicht verkehrt. Allerdings, kann ich da nicht wirklich viel mit anfangen, weil ich da gerne eine Rune drauf hätte, entweder eine Lebensrune oder halt Widerstände für ein gutes PvP-Equipment. Allerdings, sag ich mal so, epische Gegenstände finden, bringt mir jetzt ja so auch nichts, weil ich ja beim Questen sowieso mein Quest-Equipment anhabe. Also ist das wieder so ein perfektes Beispiel dafür, wie schwer es eigentlich heutzutage ist, ein vernünftiges Epic zu finden. Und deswegen hatte ich ja auch von mir aus gesagt, werde ich in diesem Spiel, bis sich da irgendwas an diesem Runensystem ändert, werde ich freiwillig kein Epic-Event mehr spielen. Wie ihr das Ganze handhabt, das ist ja natürlich euch überlassen. Da kann ich euch nicht großartig reinreden oder überzeugen, sag ich mal. Das ist ja am Ende des Tages eure Wahl. Aber ich persönlich finde das einfach zu teuer, das Ganze. Und deswegen habe ich für mich dann damals auch entschlossen gehabt, kein Epic-Event mehr zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich das Video noch finden werde, aber es war ja auch ein Video gewesen, was vom Titel her auch so gewählt war, dass es halt relativ viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und hier ist das Teil, 3700 Aufrufe hat das. Ja, ist auf jeden Fall über den Durchschnitt so, was ich sonst an Aufrufen mache. Und da hatte ich ja nochmal lang und breit erklärt gehabt, warum ich kein Epic-Event mehr spiele, für die Leute, die es vielleicht nochmal interessiert. Ja, und weiß ich nicht, vielleicht so. Keine Ahnung, könnt ihr euch ja nochmal dann reinziehen, aber das finde ich dann einfach sonst zu unverschämt. Und da habe ich mir dann so überlegt gehabt, hey, das könnte doch vielleicht sein,
irgendwie, die Chance ist höher, dass jetzt, oder zumindest die haben eventuell dran gedreht, dass die Chance, epische Gegenstände zu finden, höher ist, ja, als Ausgleich dafür, dass man quasi so viel sonst bezahlt, um sein perfektes Epic zu finden. So. Also versteht ihr, was ich meine? Weil man muss ja viel mehr Geld ausgeben, um sein perfektes Epic zu finden. Deswegen spielen weniger Leute Epic Event. Deswegen wurde vielleicht die Chance auf epische Gegenstände erhöht. So, ist aber nur rein spekulativ von mir, kann ich nicht belegen, kann ich nicht beweisen, ist einfach nur gefühlsmäßig bei mir so da, weil ich das anhand von mir selbst sehe, was ich vorher, ich sag mal, jahrelang nicht so gehabt habe, so intensiv wie es jetzt gerade ist. Mit den ganzen Waffen und epischen Gegenständen habe ich das noch nie erlebt, großartig, in dieser Dichte. Und bei anderen Leuten sehe ich es halt genauso. Deswegen kann ich es halt nur gefühlstechnisch von mir aus machen. Aber ob das Ganze natürlich so der Wahrheit entspricht, wie ich das hier behaupte, das kann ich natürlich nicht beurteilen. So. Ja, ansonsten, wie gesagt, heute ist der letzte Tag vom 5-Fach-Event. Das kommt natürlich noch oben drauf, so, aber die Tage davor, wo kein Epic-Event war, sah es ja bei mir auch schon so gut aus mit der Fondchance. So, wir haben heute übrigens ja auch den ersten, das heißt, wir haben einen neuen Kalender, den wollte ich euch auch nochmal zeigen, weil ich den bei mir schon weggeklickt hatte. Ich hatte aber noch einen Screenshot rechtzeitig aufgenommen gehabt, so sieht das Ganze aus hier für die Leute, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben. Ja, wir haben hier wieder das Level-Up, den Levelaufstieg. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die haben immer so ein kleines Motto pro Login-Monat, sag ich mal, pro Monatskalender. Diesmal ist es irgendwie mehr Erfahrung, habe ich das Gefühl, weil letztes Mal war sehr viel Gold irgendwie mit am Start, soweit ich das noch so in Erinnerung hatte. Letztes Mal oder irgendwie davor auf jeden Fall. Da war sehr viel Gold da mit am Start. Ich weiß auch nicht, ob das damals irgendwie verbuggt war, weil da war wirklich übermäßig viel Gold im Kalender. Jetzt haben wir hier 3-mal Erfahrung, ja, ganz cool. Am Anfang bekommt man noch nicht so viel, dann ein bisschen mehr und hier unten bin ich mal gespannt, was das sein wird, wie viel man hier bekommt. Steht ja immer nirgends, ne? Das muss man dann halt selbst sehen. 2-mal Flügeltrank für Free-to-Play-Spieler, sehr, sehr geil, ein cooler Move auf jeden Fall. Die Pilze, ja, gut. Ich sag mal, ist besser als gar nichts, so, ne? Ein geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Das ist das weiß man, dass es ein Pilz hier bekommt man und hier bekommt man 2 Pilze. Ich glaube, letztes Mal gab es hier in der unteren Spalte letzten Monat als Kästchen 1 Pilz. Jetzt haben sie es hier schon auf 2 erhöht, weil sie, denke ich mal, ja, dass so, ja, 1 Pilz gut haben oder nicht haben, ne? Ist jetzt auch nicht so doll, aber wie gesagt, ja, weiß ich nicht, auch die Tränke an sich so, die Glückstränke, die braucht halt im Prinzip auch niemand wirklich so, also das kauft halt auch keiner freiwillig irgendwie, es ist halt auch irgendwo ein Money Waste, ja, deswegen weiß ich nicht, wie weit sie das beeinflussen werden. Und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, was ich jetzt hier wieder mit diesem epischen Gegenstand anfangen soll, ja. Es ist einfach zum Kotzen so. Natürlich hätte ich mich da drüber übelst gefreut vor ein paar Tagen oder bevor der Arena Manager draußen wäre, weil das natürlich ein epischer Gegenstand ist, der von den Werten her natürlich schon deutlich über meinen aktuellen ist. Jetzt bin ich, glaube ich, gegen das Mikro gekommen hier. Ja, aber natürlich die Rune verdirbt wieder alles so. Also wenn die Rune nicht stimmt, dann ist es halt, ne, das Ding ist halt, ich könnte es zwar trotzdem anziehen, weil es bringt mir halt trotzdem immer noch mehr Punkte, aber ich müsste das auch 7-mal wieder verzaubern, ja, und im Prinzip muss ich mal schauen, ob es sich für meinen Begleiter lohnen würde, so. Also wenn ich das jetzt 7-mal verzaubere hier, zack, so, und ich gebe das jetzt hier meinem Markwart, wie sieht das denn aus? Kann der das überhaupt gebrauchen? Ja, der hätte auch einen Vorteil von plus 34, also wäre ich quasi so 70 Punkte hätte ich generell all around gemacht, so mit meinen Begleitern zusammen. Ja, und dann könnte man gucken, ob das wieder jemand anders braucht hier, wenn man das durch die Toilette spült. Ja, weiß ich nicht. So. Also ich bin da immer, ja, weiß ich nicht, immer relativ. Ich überlege da immer relativ lange, weil da geht es halt auch um viele Ressourcen so, ne? Ja, keine Ahnung, aber plus 38 ist halt schon nicht verkehrt, sag ich mal. Aber ich habe irgendwie im Gedächtnis, dass in dem Video, was ich euch vorhin eben gerade gezeigt habe, mit dem Epic-Event, dass ich da nicht mehr spiele, dass ich damals schon bessere Items als plus 38, da hatte ich irgendwas schon plus 40. Also ich glaube, das Item ist gar nicht mal so aktuell. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich das auswechseln möchte oder nicht. Ja, also ich glaube, das nächste Item, was ich finde, den nächsten Hut oder so, das werde ich dann, denke ich mal, auswechseln. Jetzt werde ich es noch nicht machen.
Aber das nächste werde ich auf jeden Fall machen, weil plus 38 ist mir, glaube ich, noch ein bisschen zu schlecht, muss ich sagen. Ich darf zwar natürlich auch nicht mehr so wählerisch sein wie früher, weil ich halt generell nicht mehr so viele Items bekomme wie früher, weil ich halt nicht weil ich halt nicht mehr blätter und sowas, ne? Aber ja, weil ich keine Ahnung, als ich das Video gemacht habe zum Epic-Event, habe ich da, glaube ich, schon einen besseren Hut bekommen von den Stats her als diesen hier und ja, deswegen werde ich den, glaube ich, einfach mal nicht nehmen. Mir sind jetzt schon wieder 6 Millionen Gold einfach durch die Lappen gegangen, weil ich hier weil ich mein Level-Equipment nicht anhatte. Das ist immer sehr schön zu sehen. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal ganz kurz auf die anderen Server hier. Gucken wir nochmal ganz kurz durch. Stimmt, wir haben ja auch noch das Würfelspiel, das müssen wir auch noch machen hier. Zack, bam, boom. Ressourcen kann ich alles gar nichts mit anfangen. Das ist auch wieder so eine Sache irgendwie. Ja, da bin ich halt auch, weiß ich nicht. Ja, da häuft sich das bei mir auch so, aber es ist auf den niedrigeren Servern, also wo ich noch nicht so viele Ressourcen habe, jetzt auf meinen Dämonenjäger zum Beispiel, da bin ich echt wirklich sehr froh über die Ressourcen, dass ich die bekomme, wenn ich welche bekomme. Hier zum Beispiel, dann nehme ich die auch, weil da brauche ich sie dringend. Ja, aber auf den anderen Servern, da brauche ich es halt überhaupt nicht mehr. Hier habe ich halt immer noch relativ viel Not auf meinen Dämonenjäger, was Ressourcen angeht, weil ich halt hier keinen richtigen Festungspartner hatte. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ansonsten würde ich hier auf die Ressourcen auch mehr oder weniger scheißen. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal einen Kampf hier auf dem Battle Mage und dann würde ich das Video langsam zum Ende kommen lassen. Wir schauen mal. Ich habe letztens hier wieder in Wirbelwindsturm angegriffen. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel möglich. Allerdings habe ich auch nicht den nötigen Equipment-Platz, um mir Items aufzubewahren, weil die ja alle oder die meisten Items einen Wert haben von 10 Millionen Gold. Und ich das natürlich nicht einfach so verkaufen möchte, sondern mit möglichst viel Value bei der Hexe abgeben möchte, dass ich da dann auch meine 20 Millionen Gold dann dadurch bekomme. Das ist halt einfach eine Sache, die muss man machen, wenn man effektiv spielen möchte. Und dafür braucht man halt auch den gewissen Inventarplatz, um das dann auch ja, so vollziehen zu können. Und deswegen hebe ich mir momentan noch so ein bisschen Wirbelwind-Etagen auf hier auf dem Battle Mage, weil ich weiß, da geht sowieso mehr und früher oder später ist halt jetzt auch nicht so schlimm. Aber mir fehlt halt wirklich der Inventarplatz momentan. Und ja, bei der Hexe kommt das halt auch nicht immer alles dran, so wie es rankommen sollte, so wie man sich das gerne wünscht. Ja, das war es dann soweit zu dem Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, dann lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Das ist... Da muss ich sagen, da muss ich nochmal, weiß ich nicht, im Vergleich zu der Quest muss ich die einfach nehmen. So, da muss ich einfach nochmal die 5 Alu oben drauflegen, aber da lasse ich mir dann die 3 Millionen nicht durch die Lappen gehen. Ja, da bin ich einfach noch viel zu, weiß ich nicht, da möchte ich noch immer ein bisschen mehr auf EP spielen. So. Also da, weiß ich nicht, da ist die Auswahl, fällt mir da immer noch schwer, muss ich sagen. Ja, ich wünsche euch noch einen super schönen letzten Pfingstfeiertag hier. Genießt das ja, 5-fach-Event und ansonsten auch das schöne Wetter draußen. Verbrennt euch aber nicht, ja, so wie ich das gemacht habe. Es ist nur ein bisschen so, ist jetzt nicht so viel zu erkennen, aber ja, keine Ahnung. Ist so, wenn man sich den ganzen Tag sonst, die ganze Nacht über ja, draußen bewegt dann und tagsüber schläft, dann, ja, weiß nicht, ist der Körper das auch nicht mehr gewohnt und vor allen Dingen die Haut auch nicht, ja. Aber ja, so ist das nun mal. Gut, das war's soweit. Ich habe euch genug voll gelabert. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.